Kapitel 935. Queen. Yes, wir sehen Smoker und er wird von Mäusen angespritzt, besser gesagt von ihrem Feuerwehrschlauch, von Feuerwehrmäusen. Ja, wie geil ist das denn? Und Raffi hat diesen Skorpion-Heini besiegt und jetzt taucht eine neue Tussi auf mit 4 Schwertern. Und sie hat einen Power Ranger mit 2 Hörnern und was geht denn hier ab? Meine Güte. Und sie heißt Solitär, hat von einer Affensmaifrucht gegessen. Also Wahnsinn. Und es gibt einen Krebsmann mit Spinnenfüßen und einer Krebsschere. Also Wahnsinn. Er kann nur seitwärts laufen, wie eine Krabbe. Also wie kommt man auf sowas? Und yes, Baby. Reiso hat endlich die Schlüssel gefunden für Raffis Seesteinhandschellen. Also Wahnsinn. Ja, und jetzt werden die Strafen erwähnt für Raffi. Also sie juckt ihn nicht einmal die Bohne. Er ist sehr von sich überzeugt. Also Wahnsinn. Ja, und die Gefangenen, die machen sich Sorgen um Raffi. Sie weinen schon und naja, also Wahnsinn. Also Reiso denkt, dass sie nicht lebend aus dem Gefängnis kommen und Raffi, der ist selbstbewusst. Der sagt, wieso redest du so, als wäre das hier das Ende? Ja, und alle sind überrascht, dass Raffi so putzmunter ist und auf einmal steht vor ihm ein Elefant-Maifruchtnutz, also Wahnsinn. Und Raffi, der ist voller Eifer, er freut sich richtig und sagt, jawohl, ich freue mich, dass ich stärker werden kann durch die Seesteinhandschellen. Und wenn es nur ein klein wenig ist, also das juckt ihn nicht die Bohne, er freut sich sogar, er sieht es als Training an und hoffen wir mal, dass es auch was bringt. Unglaublich, also oder ich habe keine Ahnung, was der raucht, also Wahnsinn. Der Elefant-Typ, der schießt auf seinem Rüssel und macht Hatschi und er heißt Babanuki und er macht wie Benjamin Blümchen so Dramateureux und schießt auf Raffi. Ja, und Raffi hat es richtig übel erwischt. Also Wahnsinn. Der Trötenmann, der haut ihn weg. Also Wahnsinn. Und dann taucht Queen auf. Der tanzt richtig komisch. Also wie so tap, 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 wie so ein Wildschweintanz. Ein wenig wie Obelix schaut er da aus. Und also Wahnsinn. Und er schaut ein Foto von Komurasaki an und keine Ahnung, vielleicht ist er verliebt in die wunderschöne Komurasaki, aber er weiß natürlich nicht, dass sie tot ist und seine Leute wollen ihn am besten nichts davon erzählen. Ja, und Queen hat ein Kopfgeld von 1,32 Milliarden Bari, also er ist noch viel stärker als Katakuri, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber Wahnsinn, also ich bin schon sehr gespannt, was der Kerl drauf hat. Und er wird von seinen Leuten wie ein kleiner, dreckiger Popstar gefeiert. Queen sitzt auf seinem Thron, dann kommt ein Typ zu ihm her und Queen sagt zu ihm, ja, dann list mir mal die Probleme auf, die ihr habt. Und er sagt als erstes, das Kind ist uns entkommen. Und Queen macht die Augen auf und sagt, was? Dann die Schlüssel für die Seesteinhandschellen wurden gestohlen. Was? Und dann der Strohhut Raffi versucht in diesem Augenblick auszubrechen. Und Queen, was? Er macht die Augen richtig auf und was? Dann schnappt ihn doch, ihr Erbsenhirne. Was für ein geiles Kapitel, also Wahnsinn. Ja, und in Ibisu der Stadt des Lächelns, sehen wir Frankie, Lysop und Law und ja, der komische Typ. Und der lacht sich kaputt, dass Zorro sein Schwert verloren hat. Und Zorro wird seinen Weg nicht mehr verlieren. Und dann fällt allen auf, dass Sanji auch verschwunden ist. Uiuiuiui. Jetzt sind wir im Badehaus. Wir sehen Nami, Robin und Shinobu nackt. Aber es ist Wahnsinn. Also Nami fragt sich, ist das Wasser nicht ein wenig zu heiß? Und Shinobu sagt, dass die Bewohner es so bevorzugen. Und Robin fragt sich, ob das nicht ein wenig zu riskant ist.
wenn man da ein öffentliches Bad nimmt. Und Shinobu sagt, ja, du bist doch eine tolle Ninja, wenn du immer auf der Hut bist. Und Nami erwähnt, dass es hier zwar keine Feinde gibt und sie nicht entdeckt werden, aber ob sie ein Honorar verlangen sollen. Und dann wird uns plötzlich bewusst, dass sie nicht alleine sind, dass es ein gemischtes Bad ist. Und sie sind umringt von Männern. Und die Männer, die stören sich an Shinobu, weil sie eine alte Frau ist und sie wollen Nami und Robin sehen und es ist nicht zu ändern. Ja, die drei, die steigen aus dem Bad, aber vorher setzt Shinobu ihre Spezialattacke ein. Eierquetscher, Ninjutsu. Und sie erwähnt, dass Kiyoshiro der Boss der Yakuza war. Und man weiß nie, was er denkt. Ein ganz geheimnisvoller Kerl ist er mit der Elvis-Tolle. Und sie erwähnt, dass die Yakuza Verbündete der Bürger waren und sie zu ihrer Zeit, also vor 20 Jahren, noch einen anständigen Boss hatten. Also dieser alte Mann, der ausschaut wie eine vertrocknete Pflaume. Hyogoro, die Blume. Ja. Und wow, Shinobu erwähnt zu Robin, dass wenn sie Hyogoro, die Blume, für sich gewonnen hätten, dieser alte verschrobelte Mann, dann hätten sie alle Samurai für sich gewinnen können. Und sie rechnet damit, dass sie keine 5000 Kämpfer für sich gewinnen werden, sondern höchstens 500. Und wow, jetzt sehen wir den alten Mann, jünger, durchtrainiert, mit, keine Ahnung, Flammen in den Haaren, so schaut es ein wenig aus. Und er trägt ein Schwert und schaut eigentlich richtig stark aus. Und Shinobu erwähnt, dass er zwar vor 20 Jahren das Gesicht des Untergrunds war, aber ganz alleine über die Blumenhauptstadt geherrscht hat. Und er hatte viel Einfluss, war aber trotzdem gütig zu den Leuten und sogar Oden bewunderte ihn. Wahnsinn. Ja, und Gerüchten zufolge weigert er sich der Kurozumi-Familie zu dienen und wurde von Orochi getötet, aber er ist ja noch lebendig und im Gegensatz dazu entschied sich der Anführer der Oniwa Banushu, Fukuyu. Wow, was für Namen, Leute, was für Namen. Zusammen mit dem Boss Hyogoro die Kuzuki-Familie unterstützt hatte, Orochi seinem Gehorsam zu schwören und Shinobu war eine seiner Untergebenen. Doch sie konnte ihm seinen Verrat nicht verzeihen. Und sie floh, wurde seit jeher von den Oniwa Banushu verfolgt, jedoch ohne Erfolg. Und Nami, sie strahlt und sie freut sich vor Oniwa Banushu, dass sie eine kleine Berühmtheit ist. Also Wahnsinn. Ja, und Robin fragt im Badehaus Shinobu, was es mit den Oktopussen auf sich hat. Also Wahnsinn, ein Oktopus seift die Frauen ein. Das sind die männlichen Bediensteten im Badehaus. Wie kommt man denn auf sowas? Oktopussen mit ihren Saugschwämmen macht sie sauber. Oha, wir sehen Raffi, wie er gezwungen wird, vor Queen niederzuknien. Und Queen ist sitzend, 2,5 Mal so groß wie Raffi kniend. Also auch mal interessant. Und er fordert ihn auf, Kaidos Crew beizutreten, aber Raffi lehnt ab. Er beschimpft ihn, halt die Klappe, ich will davon nichts wissen. Und Queen, der freut sich irgendwie, der meint, du hast ja bei Kaido Eindruck hinterlassen und er ist selbst überrascht, dass der legendäre Yakuza zu solch einem schmächtigen Mann geworden ist, zu einem so alten, schmächtigen Mann. Und er freut sich schon, dass er sterben wird, aber na, das wird nicht passieren, Leute. Niemals. Und wieder, was für ein gütiger Mann ist der alte Mann. Was für ein Reim. Und ihm ist alles egal, solange Raffi am Leben gelassen wird. Und auf der letzten Seite sehen wir Queen. Ihm ist eingefallen, wie er die Menge unterhalten kann. Also Wahnsinn. Und Reiso, der entdeckt jetzt endlich den Mann. Oder besser gesagt, der Mann entdeckt Reiso. Der mysteriöse Mann mit den Fischgräten. Und jetzt erfahren wir endlich, wer es ist. Es ist Kawamatsu. Der Verbündete, nachdem sie schon immer gesucht haben. Also ich bin schon sehr gespannt, was für ein Typ es ist und wie stark er ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der
sehr, sehr stark ist. Also wirklich sehr, sehr stark. Und auch mal cool ausschaut, nicht so wie Orochi. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Like und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Euer One Piece Orakel.